Are fairly large. It's hard to tell from the photograph, but it's a bell housing, so it's going to be about, you know, 9 kilograms in weight. It's going to be approximately 2 feet per side on the box, with one side being slightly less, so 2 feet by 2 feet by 18 inches. 18, okay. It is a brown cardboard colored box, and it is wrapped with red tape indicating fragile, with the barcode and the address on the top with a sticker. From Germany, they're very precise people. Yeah, sometimes we get it and the person says, I don't know. Well, was it an envelope, was it a box? I don't know. Yeah. Well, you know, did it weigh a lot, did it weigh little? I don't know. Well, how are we supposed to find it, you know? Yeah. From anybody this weekend, because basically they are closed down because of the Remembrance Day. As long as they can locate it fairly quickly. Now, the good thing about start back to work on Tuesday, although the people, they're moving mail, but they're not doing anything else. Okay? Right away, they'll be able to call you and say, here it is. How do you want us to direct this? Yeah. You know? You've been tremendously helpful. I really appreciate it. You're welcome, and I hope this all works out for you, sir. You have a good weekend. Thank you. Yourself as well. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. How did you do that? You know, it's exactly like you said. You call and then suddenly you get the one person who's like willing to be intelligent and not just sort of be like, oh, I must. Oh, guten Morgen, herzlich willkommen auf SUNNYSIDE morgen und Tower, bei der wir gerade wohnen. Wir haben jetzt das 3. Mal bei Kanada Post angerufen und heute Morgen haben wir die Person erreicht, die das Paket suchen wird und sagte, dass sie es nicht unbedingt nach Deutschland zurückschicken. Halleluja. I don't know, how did you do that? Magic, you get the right dialing, magic dialing. There we go. There we go. Perfekt. Und jetzt geht's in einen Truckstop für Breakfast. Rover in schnell. Das war super Frühstück. Es ist richtig schön am Regnen und wir gehen jetzt zu einem Brau- und Weinladen und besorgen uns Sachen zum Bierbrauen. Und morgen wird Bier gebraut und gucken mal, was da steht. Also hier gibt es an der Westküste unglaublich viele coole T3 Autos und was hier auch sehr beliebt ist in Vancouver, ist anscheinend Autos aus Japan zu importieren, weil hier gibt es super viele Right-Hand-Drive Cars. It's still 60, so it's what they've done is you can taste it a little bit. It's You can taste it? they've roasted it very slightly. Just crack it between your teeth. They've roasted it very slightly, so it gives a slightly brown color to the beer. Oh, it tastes good. Sweet. Yeah. 62, 602 base grain. I've been counting shadows to the beats of the radio. Jetzt haben wir Hefe angesetzt, um morgen damit Bier zu brauen, mit Malzextrakt und so einem Hefe-Ding. Und das muss jetzt hier über Nacht erstmal vor sich hin nudeln. Und jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für euch. Der Morgen hat einen Mitsubishi Fuso mit einem Camper hinten drauf. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist total spannend, das Auto. Here we go. Bevor wir uns den jetzt von innen angucken, das ist er von außen. Und das Besondere ist, auf dem Truck, also auf dem ganzen Träger, ist ein Wohnmobil einfach nur draufgesetzt. Cool, oder? Ich finde, der sieht voll cool aus, weil er so rund ist. Everything is very easy accessible. I'll show you. Easy and accessible. That is just amazing. That is really cool. Yeah. That is just really cool. Yeah, it's pretty neat. Here, but they're just hard mounted to the trailer subframe. Yeah. And then in the back, which is the more interesting section, we've put in a big pivot
right here. Ah. So, because what happens is the truck chassis is very flexible, torsionally, and it would twist the trailer if you connect it. It was originally connected with a hard connection, and we had these fenders made, and the fenders are attached to the trailer, and this is attached to the truck frame. And going off slow twisting off road, I've seen this as high as here and as low as down here. So you get about this much twist out of the frame, which is incredible. So this is all custom made here, this whole section actually. Yeah, exactly. Cool. So yeah, up there, that's kind of a dirty hose, but right back there is the water tank. Ah ja, okay. Da ist die Originalfarbe und das ist hier so matt. Das sieht richtig gut aus. Damit sieht er richtig. It looks like real, like like off-roading and like adventure. Yeah. Looks more adventurous, like white or in green. Stove is here. Needs a bit of a wash. Sink, which is electric pump. Yeah. The fridge is triple fuel, so you can plug it in and do 110 volt, or you can run off the 12 volt from the truck, but it also runs off of propane for when you're stopped. It's like on a ship. It is, yeah, exactly. That is so cool. Yeah. Propane heat back here. That does. Oops. This. Oh. Let's remove this. Yeah. Oh, and there, and then these pop out. Oh. You get a second bed straight across. So Simone sleeps there, Tara and I sleep there. This also pops up into a table, but we've never used it. And you can go anywhere with this. Yeah, no, it's What do you got there? Oh, this is just the main fuse box. And the converter. And the converter, and I put in a little gauge to read battery level. So 12.5 volts on the house battery right now. That is good. Yeah. It has 2 starting batteries, and then there is a house battery for this, for the camper right back here, and which is a deep cycle. And then I have a voltage sensing relay between the two of them, so when your alternator goes on and it goes above about 13.5 volts, it connects them and charges off of the truck. So as you shut down the truck, it drops below 13.5 and it separates the battery. So you can't drain your starting battery from We got this as well. We got this as well. And I thought this would not be very good in a wet environment, but it works really well because you don't get any condensation because of the carpet. Ah, because it keeps... This will be condensate, or? Yeah, but this is, you get very little here since there's no, you get condensation where it's a temperature differential. Yeah. So this is insulated in here, so you don't really get condensation. It's an air conditioner and we've never used it. It draws too much power to use the battery. Yeah. Yeah, propane heat. Voll cooler Truck. Like a baby. So, auf geht's zum Bierbrauen. Wir sind extrem vollgepackt mit allem Krimskrams. Beet is the warm roasted caramel. Decent grain husks, and then the center is just kind of crushed into larger chunks. 65, 67. Wenn ich wieder zu Hause bin, fange ich auch an zu brauen. Das macht Spaß. Da gibt es ein SUNNYSIDE³. Somewhere in here, and I drop to here. It actually tells you what your alcohol by volume is going to be. Malte probieren. Schmeckt wie ein süßes, warmes Malzbier. Kommt hier der Hopfen rein. Das hier ist ein Sauerbier.
quasi wie so eine Berliner Weiße. Das ist jetzt 1 Jahr gereift. That the culture just kind of evolves over time. And so there's a wild yeast called Britannia. Das schmeckt wie Wein. Yeah, we're dead on. Really? Ausbeute von heute 1, 2, 3, 4. 100 Liter Bier. Homebrewing, voll geil. Good on, man. Take care. Nice to meet you. Nice to meet you. See you. Yeah. I would be happy to taste the beer. Yeah, definitely. Oh yeah. We have to come back. And Well, 3 weeks and we're all ready to go. Wish that I could be a little clever. Find the words. Speaking, how can I help you today? Philip Wilfing, good morning. I'm looking for a parcel that is sent to me, but there was something with the mailing address. Yeah, okay, it's back and we can't do anything anymore, right? So we have to wait. Okay, okay. Yeah, thank you. Yeah. To tell you how I'm feeling. Es ist wirklich nach Deutschland zurückgegangen, das Paket. Unfassbar, oder? Es ist unfassbar, aber es war nicht das ganze Getriebe, es war nur das Bell-Housing, das ist quasi diese Kupplungsglocke. Und zum Glück hat der Art auch ein Bell-Housing bestellt. Es hätte uns zwar jetzt quasi $600 gespart, aber wenigstens kommen wir weiter. Und das Getriebe ist halt auf dem Weg, kann halt Wochen dauern, weil mit dem Schnee und den Bergen und so weiter, da gibt es auch kein richtiges Tracking. Wir wissen nur, es ist unterwegs. Und ja, wir sind jetzt schon über 2 Wochen hier bei der Family in Vancouver. Und so, jetzt Caro hat Rücken. Wir gehen jetzt mal zum Doktor mit Caro und so, gucken uns ein bisschen Vancouver an. Ne? Jetzt, das ist so typisch hier in Vancouver. Im November ist nur am Regnen, die Sonne kommt halt fast nie raus. Let's take this walk together. Was ein Glück, es hat aufgehört zu regnen und wir sind jetzt hier im Stanley Park und das sieht hier sehr nach Regenwald aus. Und guck mal, hier gibt es schwarze Eichhörnchen. Guck mal, was für ein Riesenviech. Guckt euch das mal an. Das ist hier wie im Regen. Also, das ist nicht nur wie im Regenwald, das ist hier Regenwald, weil Vancouver hat einen nördlichen Regenwald. Deswegen regnet es hier auch so viel. Das habe ich, glaube ich, 10-mal Regen gesagt. Das ist der Pazifikstrand. Haben wir Kanada von der Ost- zur Westküste gekreuzt. Willi ist zwar auf der Strecke geblieben zwischendurch, aber wir haben es geschafft, dass wir hier am Meer sind. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den Pazifik. Das ist ein Riesenföhn, ein Kids-Dryer. Und wenn du dann da reingehst, pass mal auf, da kommt jetzt hier Gebläse. Guck mal. Ich merke nichts. Doch, hier kommt doch voll die Luft raus. Ehrlich? Ach ja, hier unten. Ja, hier kommt jetzt voll die Luft raus. Ja. Bei uns gibt es die Lorelei und hier gibt es das Girl im Wetsuit. Leute, wir sind gerade nach Hause gekommen. Unser Getriebe ist da. Yes, das ist beim Art. Und wir können morgen wieder aus Vancouver nach Langley zum Art fahren. Und dann wird das Getriebe eingebaut. Darauf habe ich nur gewartet. So, wunderbar. Haare ab, Karos Rücken gefixt. Wir machen jetzt hier Schluss. Das ist eh schon alles viel zu lang. Der Weg lohnt sich immer und immer und immer. Man muss auch manchmal ein bisschen warten. Und ganz ehrlich, ich würde diesen Defender nie gegen ein neueres Auto eintauschen. Das gehört einfach dazu. Und ich finde das halt einfach, ich finde das voll gut.
Caro, du findest das auch voll gut, ne? Es geht weiter, es geht weiter. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und dann sind wir wieder am Schrauben. Also, Leute, macht's gut. Wir holen uns jetzt noch ein Glas Bier. Und dann essen wir hier noch schön. Und dann